Frankreich ist ein Baumhausparadies. Auf der Suche nach Inspirationen für mein eigenes Baumhaus in Costa Rica habe ich hier schon einige Ideen bekommen. Jetzt möchte ich mir Baumhäuser ansehen, die so rund sind wie der Mond. In Costa Rica habe ich schon einen Platz gefunden, wo ich mein Baumhaus bauen will. Mit dem Franzosen Roland Lelin habe ich bereits 1987 Bäume gepflanzt, mit denen ich jetzt mein Baumhaus bauen will. In Costa Rica habe ich mir angeschaut, wie Baumhäuser gebaut werden. Es gibt viele unterschiedliche Methoden. In Costa Rica habe ich meine Baumhausrecherche gestartet. In Deutschland und Frankreich habe ich meine Ideensuche fortgesetzt und sogar Baumhäuser gefunden, die wie Schlösser aussehen. Jetzt suche ich hier Baumhauskugeln. Mitten im Wald, im Périgord, im Herzen von Frankreich hängen sie, diese Liebesnester. Die Baumhauskugeln, super versteckt im Dschungel hier in Frankreich, würden sich bei mir auch gut machen. Es sind kleine Fertigbaumhäuser, die als Kugeln geliefert werden und deren Oberfläche ganz unterschiedlich gestaltet ist. Manche sehen aus wie ein Nest, andere erinnern eher an ein Vogelhäuschen und manche sind ziemlich schräg ummantelt. Eine runde Kuh im Baum hatte ich nicht erwartet. Statt einer Terrasse gibt es Sicherungsnetze, die auch als bequeme Hängematte dienen. Mein Baumhaus für die Nacht erinnert eher an ein Raumschiff oder den Mond. Das ist jetzt der Aufgang. Bisschen abenteuerlicher als bei den anderen. Ja, aber gut. Bei Regen vielleicht nicht so gut. Ich tue mal meinen Rucksack weg. Oh. Aus. Oh, der sieht aber schön aus. Kann es gleich bleiben. Gute Nacht. Das wird nichts. Das mit der Tür wird nichts. Ich glaube. Die Schwierigkeit liegt oft im Detail. Die Tür klemmt. Bei lauen Sommertemperaturen kein Problem. In meinem Baumhaus in Costa Rica hätte ich dann aber schon gerne eine Tür. Bis zur Dämmerung bleibe ich in meinem Nest und dann lockt noch ein Angebot der Baumhaus- und Campinganlage Moulin de la Jaruse. Fließendes Wasser und Bäder gibt es in den kleinen Baumhauskugeln nämlich nicht. Dafür werden für die Gäste unter freiem Himmel Bottiche mit heißem Wasser gefüllt. Entspannung bei Mondschein. Der runde, volle Mond erinnert mich daran, dass in Costa Rica viel Wert auf das Arbeiten nach dem Mond gelegt wird. Was hier in die esoterische Ecke gedrängt wird, gehört dort zu klugen Volksweisheiten. Aber es gibt auch in Europa einige, die den Mond wiederentdeckt haben. Die Forsthofalm in den Tiroler Alpen wurde ausschließlich mit Mondholz gebaut. Das heißt mit Holz, das nach dem Mond geerntet wurde. Das will ich mir genauer ansehen und herausfinden, was es damit auf sich hat. Das Hotel ist ganz sicher kein Baumhaus. Aber der Blick auf Wipfel und Gipfel gibt einem das Gefühl von oben. Mich interessiert vor allem, wie das Holz außen und innen be- und verarbeitet wurde. Ganz im Gegensatz zu den meisten Holzhäusern ist die Forsthofalm ein elegantes Vollholzhotel mit modernem Design. Ausgedacht hat sich das Konzept Markus Wiedauer. Seine Eltern hatten hier eine kleine, klassische Almwirtschaft. Gemeinsam mit seiner Schwester hat er vor einigen Jahren dann dieses moderne Mondholzhotel mit ökologischem Konzept gebaut.
Selbst die Innenwände sind aus diesem Holz und bei allen Produkten, die er verwendet und verkauft, legt er ebenfalls großen Wert auf Nachhaltigkeit und Naturmaterialien. Manches ist Geschmackssache, aber alles ist konsequent. Und vor allem soll es ein ganz besonderes Schlaferlebnis sein in diesen Mondholzzimmern. Das muss ich natürlich ausprobieren. Super, dass das geklappt hat. Grüß Gott, Frau Knoblauch. Und dass Sie sich auch Zeit genommen haben. Herzlich willkommen im Holzhotel. So, darf ich da schon Unterlagen? Sieht ja schon sehr einladend hier aus alles. Ja. Die Schlüssel. Meine Schwester, die Claudia, begleitet Sie jetzt auf ihr Zimmer. Dann können wir uns ein bisschen über das Holzhotel unterhalten. Super, Ja, danke. Viel Spaß. Bis später. Dann zum Hause. Ja. Insgesamt gibt es 56 Zimmer und Suiten. Und bei allen steht das Holz im Vordergrund. Ich soll mir zuerst eine Suite anschauen, die von einem Baumhaus inspiriert wurde. So, hier haben wir unsere mit Blick direkt auf die Baumwipfel. Das ist ja Wahnsinn. Ja, die ganzen Wände sind mit Holz, was in der richtigen Mondphase im Winter geschlagen wurde und ohne Leim und ohne Schrauben. Also es wird alles, wie Sie hier auch sehen, mit den Holztübeln zusammengehalten. Und das Bett ist ja irre. Das hängt echt hier an den Seilen. Genau, ja. Und das Bett wurde auch extra für uns angefertigt. Aber es wackelt nicht. Es wackelt nicht, nein, es wurde unten ein bisschen fixiert, damit sie nicht in der Nacht nach links und rechts schwingen, wenn sie ist vielleicht auch ganz gut. Und hier wirklich kein Leim drin, keine Schraube. Bin ich sehr beeindruckt. Mal gucken, wie ich schlafe. Ich hoffe sehr gut, weil das Holz beruhigt und fördert den Schlaf. Und auch im Bett gibt es keinen Leim und keine Schraube. Also die ganzen Holzschichten werden mit den Dübeln, wie Sie hier überall sehen, miteinander verbunden. Das ist ja super. Richtig. Das ist Wahnsinn. Das ist mehr Baumhausgefühl als in manchem Baumhaus. Absolut. So, dann werfen wir noch einmal einen Blick auf die Terrasse. Ja, hier noch einmal den Blick auf die Baumwipfel und auch die Saunenbereich und mit dem Fenster drin, wo Sie die Natur haben. Zwischen Wipfeln und Gipfeln, ne? Ja, zwischen Wipfeln und Gipfeln. Inzwischen ist auch Elisabeth Thummer eingetroffen. Ihre Familie erntet und verarbeitet das Holz nach der Mondphase. Die Familien kennen sich schon lange. Haben Sie als Kind von einem Baumhaus geträumt? Also das war die Idee. Man hat von der Suite aus einen schönen Blick in den Wald, auf die Baumwipfel, in eine Waldlichtung hinein. Und das hat so ein bisschen so eine mystische Waldstimmung. Und man fühlt sich dann in den Zimmer auch, wie wenn man im Wald wohnt. Deswegen ist auch der Name Secret Forest gegeben. Und das war natürlich auch von vornherein eine Idee, dass man da die Verbindung zur Natur, zu den Bäumen herstellt mit dieser Suite. Und persönlich haben Sie als Kind von einem Baumhaus geträumt? Ich habe als Kind sogar ein Baumhaus gehabt. Ja, und natürlich ist es auch immer ein Traum, in einem Baumhaus zu wohnen, die Verbindung zur Natur, dass man die hat, dass man die Geräusche vom Wald hört, den Wind mitbekommt. Also ursprünglich, mein Vater war früher Förster und hat im Wald persönliche Erfahrungen gemacht. Einfach das Holz, geerntet zum richtigen Zeitpunkt, für den Käfer und für Schädlinge irgendwie unattraktiver ist. Der Knackpunkt war dann, dass mein älterer Bruder krank wurde. Er hatte kaum mehr Luft bekommen. Und wir wussten überhaupt nicht, wo es herkommt und sind dann aber draufgekommen, er hatte eine Allergie gegen diese ganze Bauchemie, die da eingebaut war im Haus. Und mein Vater suchte dann einfach nach Lösungen. Er hat diese ganze Chemie entfernt aus unserem Haus, er hat viele Holzelemente damals eingebaut, unverleimt, ohne Chemie, und mein älterer Bruder ist tatsächlich wieder gesund geworden. Und das war dann für meinen Vater so der ausschlaggebende Punkt, dass er sagt, wir brauchen Häuser, die ohne Gift und ohne Chemie auskommen, wo Menschen gesund drin leben können. Also es ist alles verbunden mit Holzdübel und die Wand selber ist Fichte, Tanne, Kiefer. Es ist ausschließlich heimisches Holz, zum richtigen Zeitpunkt geerntet, was uns noch zusätzlich hilft, um auf Bauchemie und so weiter zu verzichten. Und dann wird das Ganze mit Buchendübel verbunden. Warum mit der Buche? Weil die Buche ist ein Holz, was sehr leicht quillt. Abnehmenden Mond oder Neumond ist mehr gebundenes Wasser im Baum vorhanden als freies Wasser. Und der Baum zieht sich stärker zusammen. Wir konnten dann
bei Mondholz eine höhere Dichte von 5 bis 7% nachweisen und das über mehrere tausend Proben verteilt. Und eine höhere Dichte bedeutet wieder, genau, also das Holz ist druckfester, widerstandsfähiger, unattraktiver für die Schädlinge, resistenter gegen Flammen. Im Alpenraum wurden ja schon im Mittelalter hölzerne Kamine gebaut, die waren alle aus Mondholz. Und wir hatten Glück, ganz unabhängig von uns forschte auf der ETH in Zürich, das ist die Technische Universität in der Schweiz, ein Professor namens Zürcher und der forschte, wie Zeitrhythmen die Pflanzen beeinflussen. Also gar nicht eigentlich Mondholz, sondern Zeitrhythmen und Pflanzen. Das war ganz spannend. Über dieses Thema ist er auf das Mondholz gekommen. Und er fand heraus, dass Bäume tatsächlich mit den Mondrhythmen pulsieren. Und das war schon spannend. Immerhin hatten wir dann wissenschaftliche Beweise, dass immerhin das Holz auf den Mond reagiert. Ein eigentlich sehr plausibles Naturphänomen, das bislang kaum erforscht wurde, hier aber konsequent umgesetzt wird, auch im Wellnessbereich. Und heute geht's zur Wipfelmesse. Das sieht ja interessant aus. Hier bei unserer Sensorik war uns noch einmal die Möglichkeit, weitere Auswahl zu treffen. Und zwar ist das die Abteilung hier für Brain, was Sie gewählt haben. Hier haben wir dann noch ein zweites Öl zur Auswahl. Und dann entscheiden, was Ihnen besser gefällt. Ich glaube, das ist für mich heute das Richtige. Den Kopf frei bekommen und sich entspannen, das gehört für mich ebenso zum Glück in den Wipfeln. Dafür sollte ich auch eine kleine Ecke in meinem Baumhaus einplanen. Der andere wichtige Aspekt, dem hier bei der Wipfel-Wellness im Holzhotel Beachtung geschenkt wird, ist mindestens genauso wertvoll: Energie und Nachhaltigkeit. Die dicken Holzwände isolieren und schützen besser vor extremen Temperaturen als Beton. Gleichzeitig geben sie ein Gefühl von Wärme. Mittels Biomasse und Photovoltaik wird das Hotel mit Energie versorgt, was gerade bei dem energieintensiven Wellnessbereich wichtig ist. Auf der Terrasse mit diesem Ausblick merke ich einmal mehr, wie wichtig mir ein solcher Ort zum Entspannen auch für mein Baumhaus ist. Die Fenster sind ebenfalls ganz besonders, inszenieren den Ausblick wie ein Gemälde. Die Holztreppe mit einer durchbrochenen Verblendung, die zum Ruheraum führt, finde ich auch sehr schön. Das Bett in meinem Baumhaus ist natürlich auch ganz wichtig. Ich möchte es aus meinem Holz fertigen lassen, so wie hier im Hotel, wo alle Betten individuell gebaut worden sind. Die Brücke zwischen den beiden Hotelelementen erinnert mich an einen Wipfelpfad. Die Harmonie mit der Natur und das Gefühl, ein Teil davon zu sein, ist mir das Wichtigste bei meiner Planung. Obwohl die Forsthofalm kein Baumhaus ist, vermitteln viele Details, wie die Terrassenmöbel, ein wenig Baumhausgefühl. Aber ich würde gerne wissen, ob es auch richtige Baumhäuser aus Mondholz gibt, und bekomme von Markus Wiedauer den Tipp, dass gerade eine Anlage in Südtirol bei Meran eröffnet hat. Meine Baumhausreise führt mich also weiter nach Italien. Hier, in dem altehrwürdigen Ort zwischen den Bozener Bergen, der schon im 9. Jahrhundert als Mairania erwähnt wurde, soll es also noch mehr Baumhäuser geben, sogar aus Mondholz. Meine Suche beginnt im Ortskern, wo mich Bella Italia empfängt.
Der singende Eisverkäufer kann mir nicht so recht weiterhelfen, aber er hätte schon einmal von einem Hotel hier mit einem Baumhaus gehört. Für Meran, die Stadt, die schon seit Jahrhunderten gut betuchte Bürger und Adlige zur Kur anlockt, ein eher exotisches Anliegen. Sogar Kaiserin Sissi war hier zu Gast. Im Oktober 1870 wartete die ganze Stadt auf die Kaiserin aus Österreich, der hier nicht nur ein Denkmal gesetzt wurde, sondern nach der sogar ein Weg benannt wurde. Dieser Sissi-Weg führt mich dann auch auf die richtige Baumhausspur am Rande von Meran. Versteckt in den Baumkronen sitzt es zwischen zwei Eichen und thront auf hohen Stelzen. Das Baumhaus der Familie Meister. Es gehört zu einem Kurhotel, doch die Mondholzbaumhäuser stehen noch ein paar Kilometer weiter, auf dem Haflinger Plateau, mitten in der Natur. In der Anlage St. Louis, benannt nach dem Großvater der Familie Meister. Das Areal ist wie ein kleines Dorf, mit Kirche und einem Badesee im Zentrum. Aber alles ganz neu und aus Mondholz gebaut. Das Stammhaus war zu klein, um die ganze Familie zu ernähren. Die junge Generation wollte etwas Ausgefallenes und Ökologisches für die Erweiterung. Junior Alex Meister war die treibende Kraft bei diesem Konzept. Er führt jetzt die Hotelanlage und zeigt mir das mehrere Hektar große Gelände, aber vor allem natürlich die Baumhäuser. Insgesamt stehen 16 Baumdomizile großzügig verteilt am Waldrand des Plateaus. Zwischen den mächtigen Stützen erreichen wir mein Baumhaus für die Nacht. Hier sieht nichts improvisiert aus, sondern alles sehr stabil gesichert. Dann war die Entscheidung, dass wir das tragen lassen können, eindeutig, weil das war dann einfach so eine Entscheidung, es geht nicht anders. Aber es sieht toll aus. Und die Bäume, die leben noch, oder? Nee, die Bäume, die haben wir leider dann abschneiden müssen, weil es ging wirklich nicht. Wir haben alles probiert, das zu drehen, rüberdrehen, zurück. Alles kommt irgendwie da rein und das auch probiert natürlich irgendwie zu kaschieren. Oh. Und sonst, das ist aber toll. Das ist ja toll. Hier sehen Sie die Aufenthaltsräumlichkeiten, das Badezimmer, Umkleideraum hier links nochmal und die große Terrasse vorne draußen nochmal rechts. Also richtig Luxusbaumhaus. Da kann man sich schon ein bisschen länger wohlfühlen hier. Ich glaube mit jedem Komfort, wenn es geht. Und die Terrasse in den Wipfeln. Das ist ja toll hier, der Blick. Ja, wir haben uns gedacht, es ist immer was Neues, sowas zu bauen. Und sicherlich ein Baumhaus hat am Anfang jetzt nicht gerade Euphorie geweckt bei den Behörden, aber schlussendlich, glaube ich, die Idee ist gut. Von der Message her oder von der Idee her ist es, glaube ich, sicherlich zukunftsweisend, weil man nutzt Materialien, man nutzt Holz, man nutzt Glas, man möchte in der Natur drin sein und mehr in der Natur als so, glaube ich, ist es schwierig oder fast nicht machbar. Mehr als so geht, glaube ich, nicht. Ja, wir haben natürlich zuerst im Meran unten das erste Baumhaus gebaut, 2009. Langsam wurde es gebaut. Natürlich im Sommer wurde das zusammengestellt und wir wussten jetzt nicht, wie die Gäste einfach reagieren. Und wir mussten uns natürlich darauf einstellen. Wir hatten eine gewisse Art Klientel und wir konnten nicht irgendwas bauen, was komplett anders ist. Deswegen musste das Baumhaus sicherlich mit einem gewissen Komfort ausgestattet werden. Wir haben uns natürlich mit der ganzen Sache befasst, was wiegt denn eigentlich ein Baumhaus? Weil man brettert immer mehr Holzbretter rauf, man macht immer mehr Bretter rauf und das wird natürlich immer schwerer. Und der Baum, will ich mal sagen, leidet auch ein bisschen darunter durch den Gewicht einfach. Ein Baumhaus, so wie wir es haben hier, mit den 44 Quadratmeter Innenfläche, wiegt bei die 12,5 Tonnen. Die doppelstöckigen Baumhäuser wiegen bei die 14,5 Tonnen. Und diese Last kann kein Baum, zumindest im Alpenbereich, also in Tropenwäldern wahrscheinlich gibt es Bäume einer gewissen Größe, die es tragen können, aber im Alpenbereich ist es ganz, ganz schwierig, dass Sie einen Baum finden, der so eine Last über Jahre hinweg trägt. Haben Sie da mit Baumhausspezialisten zusammengearbeitet?
Ja, alles mit Baumdoktoren, die uns da Sachen empfohlen haben, und vor allem natürlich die Anlegung der Fundamente bzw. die Anlegung der Stützen ist natürlich ein kritischer Moment natürlich für den Wald auch, und da muss man sehr, sehr vorsichtig drauf umgehen, damit man Wurzeln nicht verletzt, damit man die Äste nicht zu sehr verletzt, und ich glaube, die Position des Baumhauses muss sich der Gegebenheiten einfach anpassen. Man kann es nicht andersrum machen. Man kann nicht sagen, man pflanzt jetzt hier einfach ein Baumhaus rein und der Wald muss sich dann anpassen. Man muss es andersrum angehen. Was ist das für Holz? Also wir haben die tragende Struktur des ganzen Baumhauses, also aller Baumhäuser, ist aus Mondholz gemacht. Das ist zu einer gewissen Zeit geschlägerten Holzes mit einer gewissen Mondkonstellation. Das ist das tragende Holz sozusagen, die das Baumhaus hält. Und schlussendlich haben wir das dann noch verkleidet mit Altholz. Das ist Fichtenholz und Lärchenholz, das über 40 bis 50 Jahre alt ist, was von alten Bauernhöfen gewonnen wurde. Und mit dem wurde dann sozusagen das Ganze verkleidet. Und mit dem wurde dem Ganzen noch ein bisschen Charme gegeben. Und Charme hat die Anlage ganz gewiss. Jedes Detail scheint ganz genau geplant. Mehr als genug Ideen für mich. Was Alex über das Gewicht gesagt hat, gibt mir zu denken. Es scheint wohl wirklich nicht möglich zu sein, ein Baumhaus mit Küche und Bad nur an Bäumen zu befestigen. Die Konstruktion der Stützen muss ich mir noch einmal ganz genau anschauen. Das sind mächtige Träger und ziemlich viel Holz. Die Statik ist auch bei einem Baumhaus auf Stelzen nicht so einfach zu berechnen. Manche der Baumhäuser sind sogar zweigeschossig, was man von vorne gar nicht sieht. In so einem Baumhaus könnte man bequem ein paar Monate verbringen. Das ist gut. Mein Baumhaus soll ja auch nicht nur für ein paar abenteuerliche Nächte sein. Die Küche ist ebenfalls aus Vollholz und trotzdem modern und ohne Schnörkel. Klein, aber völlig ausreichend. Daran muss ich denken. Aber vor allem muss ich jetzt selbst endlich mit der genauen Planung und den Holzvorbereitungen beginnen. Nach allem, was ich über den Einfluss der Gestirne auf das Holz gelernt habe, werde ich auch ganz sicher den Rat annehmen, meine Bäume in der richtigen Mondphase zu ernten. Ein paar Tage noch ausspannen, die Ruhe im Mondholz-Baumhaus-Hotel genießen und dann mein eigenes Mondholz in Costa Rica ernten. Seit meinem Planungsbeginn sind schon einige Monate vergangen, aber noch immer herrscht Regenzeit in Costa Rica. Nur zwischen Ende Dezember und Ende April fällt hier kein Tropfen Regen und das ist auch die beste Zeit zum Bauen. Aber das Holz muss bis dahin schon getrocknet sein. Jetzt ist die richtige Zeit, die Stämme auszusuchen und schon mal ein paar für einen Holztest zu fällen. Der Mond hat die richtige Phase, der Regen hat schon etwas nachgelassen. Es fällt mir nicht leicht, Randy beim Fällen meiner Bäume zuzuschauen. Seit 1987 habe ich sie vom Samen aus aufgezogen. So schlimm es jetzt für mich ist, trotzdem habe ich mit meinen Bäumen einen Kohlendioxidspeicher geschaffen, der Tausende von Tonnen CO2 kompensiert hat. Ich werde ja wieder neue Bäume pflanzen. Also das ist noch sehr, sehr feucht, das Holz. Ich kann mir schon vorstellen, dass es stimmt, was Randy gesagt hat.
oder darauf achten muss. Und es ist wahnsinnig schwer, also es hat wahrscheinlich auch wirklich viel Wasser. Dann lass mal ein bisschen ausprobieren mit dem Stück jetzt. Ein Test, denn niemand weiß mehr so ganz genau, wie dieses Holz am besten verarbeitet wird. Pochotte ist eine hier heimische Art, die vom Aussterben bedroht war und die ich zusammen mit Roland Lelin hier auf einer Rinderweide wieder aufgeforstet habe. Roland lebt und arbeitet auf der Plantage und hat schon selbst einiges ausgetestet. Sein Holz erntet er ausschließlich in der Zwischenmondphase. Doch es kommt genauso darauf an, wie es geschnitten und gelagert wird. Das sieht auch schon so aus. Ich zeige ihm, was ich auf meiner bisherigen Baumhausrecherche gefunden habe und versuche zu skizzieren, wie die Hölzer verarbeitet waren, die ich in dem Mondholzhotel und den Baumhäusern gesehen habe. Dabei erkläre ich, was ich mir für mein Baumhaus vorstellen könnte. Also lange Zufahrt, Häuschen, ne? Dann hast du hier noch Terrasse. Die genauen Pläne muss der Architekt entwerfen. Aber was das Holz betrifft, ist Roland der Experte. Wie ich es machen will. Ne? Und hast du in letzter Zeit was mit dem Pochotte gemacht? Ich habe mir da ein paar Möbel zusammengezimmert. Ich meine, habe ich ein paar Experimente gemacht. So eine Bank, mal ein bisschen anders. Das ist alles aus Pochotte? Alles aus Pochotte. Das sieht ja schön aus, Roland. Gelblicher, ne? Das Gelbliche, ja. Weil ich habe das anpassen wollen an den Tisch, ne, an die Füße vom Tisch. Also, und hast du hier noch ein Stück Original-Pochotte, sodass man sehen kann? Zum Beispiel, da hat man das also praktisch naturbelassen. Du kannst das auch so naturbelassen. Und wenn man da dann die einfache... Du brauchst gar keine lassen. Die werden 26 Jahre alt. Das heißt, die sind sogar jünger als meine. Das heißt, die kommen noch besser raus dann. Wir schneiden meine Bäume in der nächsten Trockenzeit. Und dann können wir gleich bauen. Und du brauchst nur genaue Größen vom Architekten und diese. Ich meine, auf diese Maschine kann ich die schneiden. Dafür ist die da. Aber ich brauche eine Liste mit dem Maß. Mit all den Ideen im Kopf wird es Zeit, meinen Architekten wieder aufzusuchen. Olivier hat sich auch schon was überlegt. Aber so ganz bin ich nicht überzeugt. Zu wenig Baumhaus und zu viel Metall. Vielleicht fehlt mir auch nur die Fantasie. Das geht ein bisschen hier und dann oben ist nur so Küche, Wohnzimmer. Olivier schickt mich noch einmal auf Reisen. Ich soll mir die Konstruktion eines tropischen Fachwerkbaus in der Nähe anschauen. Das wäre die einzige Möglichkeit, nur aus Holz und Naturmaterialien zu bauen. Sonst gibt es niemanden, der hier so etwas noch kann. Es sind keine Baumhäuser, aber Konstruktionen, die ohne Leim und Schrauben auskommen. Verkantet und gesteckt, wie ich sie im Holzhotel und einigen Baumhäusern gesehen habe. Wobei ich dann doch noch ein paar Schrauben und Metall entdecke. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, wie solche Stützen elegant in die Höhe ragen und dann auch noch mein Baumhaus tragen. Sicher wäre es schön, mein Baumhaus nur aus meinem Holz und ein paar anderen Naturmaterialien zu bauen. Aber diese Bauweise scheint hier längst in Vergessenheit geraten zu sein. Es ist ein Amerikaner, der hier diesen Fachwerkbau anpasst und in den Tropen ausprobiert. Er versteht sein Handwerk. Doch ganz überzeugt bin ich nicht und ich will eigentlich die Handwerker der Region unterstützen. Wie gut haben es doch die hier heimischen Wipfelbewohner. Die Brüllaffen bauen sich einfach ein Nest in den Kronen oder hängen in den Ästen ab. Den Rat von Olivier, mir noch ein paar moderne Baumhäuser mit Stahlstützen anzuschauen, werde ich berücksichtigen. Er hat mir auch gleich ein paar Adressen gegeben. Doch eins steht seit meinem Besuch im Mondhotel fest. Ohne die Gestirne plane ich nichts mehr.